Einführung in die Geheimnisse. Die NASA ist kein geheimer Verschwörerclub, sondern eine weltweite Organisation, die den Großteil ihrer Forschung offen betreibt. Dennoch gibt es selbst bei einem Giganten wie der NASA Projekte, über die nur selten gesprochen wird. Einige davon stehen im Zusammenhang mit Verteidigungsbedürfnissen oder den neuesten technologischen Entwicklungen, was ein gewisses Maß an Vertraulichkeit erfordert. Zum Beispiel ist die Agentur aktiv an Forschungsprojekten beteiligt, die gemeinsam mit dem US-Verteidigungsministerium durchgeführt werden. Dabei arbeitet sie an fortschrittlichen Navigations- und Überwachungssystemen im Rahmen von Sicherheitsanforderungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Projekte von einem Schleier des Mystischen umgeben sind. Vielmehr werden sie sorgfältig reguliert und dokumentiert und bleiben aufgrund ihrer strategischen Bedeutung der Öffentlichkeit weitgehend verborgen. Und dennoch leisten eine Reihe solcher Forschungen einen wichtigen Beitrag zu unserem wissenschaftlichen Fortschritt. Die in solchen Programmen erprobten Technologien können die Grundlage für zukünftige Entdeckungen und Verbesserungen im Alltag bilden. Sie helfen außerdem dabei, unglaubliche Ideen in die Realität umzusetzen. Was auch immer die geheimen Projekte sein mögen, bleibt die NASA ein führendes Unternehmen in der Erforschung des Weltraums und der irdischen Technologien. Tauchen wir in den historischen Kontext ein, um zu verstehen, wie vergangene Initiativen heutige Entscheidungen beeinflussen. Die Geschichte der geheimen Programme. Als das Wettrennen ins All gerade begann, spielten die geheimen Programme der NASA eine entscheidende Rolle. Im Jahr 1957 wurde der Start des sowjetischen Satelliten zu einem Wendepunkt in der Erforschung des Weltraums. Daraufhin wurde im Jahr 1958 die NASA als entschlossene Antwort gegründet und das berühmte Apollo-Programm gestartet, dessen Ziel die Landung eines Menschen auf dem Mond war. Doch abseits der Öffentlichkeit wurden auch weniger bekannte Projekte entwickelt. So erforschte die NASA in den 1960er und 1970er Jahren aktiv die Möglichkeiten interplanetarer Flüge. Doch im Gegensatz zum weithin bekannten Mariner-Programm blieben einige militärische Initiativen ein Rätsel. Damals waren Projekte im Zusammenhang mit militärischer Satellitennavigation von einem Schleier der Geheimhaltung umgeben, was die strategischen Interessen der USA widerspiegelte. Die Popularität des Themas Wetterkontrolle und die Verdächtigungen bezüglich des Projekts Moby Dick tauchen häufig in Verschwörungstheorien auf, doch es gibt dafür keine Belege. Diese Gerüchte sind Teil unglaublicher Geschichten, die spannend klingen, aber oft keine Grundlage haben. Die heutige Finanzierung der NASA ist ein transparenter Prozess, bei dem jeder Ausgabeposten sorgfältig aufgeführt wird. Obwohl es tatsächlich einige geheime Forschungen gibt, werden diese in der Regel über separate Behörden und nicht direkt über die NASA finanziert. Und dennoch könnte ihre Technologie unsere Zukunft grundlegend verändern. Werfen wir einen Blick in die Tiefen der modernen Forschung, um zu verstehen, wie sich diese Posten in den Haushalten widerspiegeln. Versteckte Budgets. Das Budget der NASA beeindruckt nicht durch astronomische Summen, sondern durch seine effiziente Nutzung. Im Jahr 2025 beantragte die Agentur 25,5 Milliarden Dollar. Dieses Geld ist nicht nur für Raketen und Planeten bestimmt. Zum Beispiel verfolgt das Artemis-Programm das Ziel, den Menschen zurück zum Mond zu bringen und ihn eingehender zu erforschen. Außerdem werden erhebliche Mittel für die Erforschung des Sonnensystems, der Erde und für den Einsatz künstlicher Intelligenz bereitgestellt. Obwohl es kommerzielle und vertrauliche Projekte gibt, werden alle großen Missionen vom Kongress genehmigt und die Informationen darüber sind zugänglich. Es wäre ein Fehler, von massiven geheimen Ausgaben für militärische Zwecke zu sprechen. Das Budget der US Space Force und das der NASA sind völlig unterschiedliche Ausgabeposten. Reale Beispiele für Missionen, die unsere Technologien verändern könnten, sind unter anderem das Dragonfly-Projekt, das auf die Erforschung des Saturnmondes Titan abzielt. Der gestern angekündigte Start ist für das Jahr 2028 geplant mit einem Gesamtbudget von 3,5 Milliarden Dollar. Projekte wie dieses zeigen, dass die NASA in der Lage ist, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. Jetzt, da wir geklärt haben, wohin die Milliarden fließen, tauchen wir ein in die Welt der Gravitationsforschung, die mit neuen technologischen Durchbrüchen das Tor zur Zukunft öffnet. Die Gravitation als zentrales Element stellt für Wissenschaftler einzigartige Herausforderungen und Chancen dar. Gravitationsforschung. Auf der Internationalen Raumstation herrscht keine absolute Schwerelosigkeit, sondern ein Zustand der Mikrogravitation. Obwohl die Gravitationskraft der Erde dort immer noch spürbar ist, schafft der ständige freie Fall einzigartige Bedingungen für Experimente und wissenschaftliche Entdeckungen. Diese Bedingungen helfen zu verstehen, wie Mikrogravitation den menschlichen Organismus beeinflusst, einschließlich Veränderungen in der DNA, im Immunsystem und im Knochengewebe. Experimente auf der ISS werfen ein Licht auf Unerwartetes, wie Knochen an Dichte verlieren oder sich die Funktion des Immunsystems verändert. Astronauten dienen als lebendige Beispiele und zeigen, welche Probleme die Mikrogravitation für die Gesundheit verursacht. Dies gibt den Anstoß zur Entwicklung medizinischer Technologien, die die Gesundheit der Kosmonauten auf langen Reisen, zum Beispiel zum Mars, erhalten können. Die ISS ist eine Plattform für die Erforschung von Bedingungen, die auf der Erde nicht reproduzierbar sind, und ihre Lebensdauer wurde bis etwa zum Jahr 2024 verlängert. Pläne zur Schaffung künstlicher Gravitation befinden sich bislang noch auf theoretischer Ebene.
Ingenieure träumen von einer Zukunft, in der die Manipulation der Gravitation Realität wird, um effizientere Antriebe für den Weltraum zu entwickeln. Vor uns liegen noch viele Rätsel, die Wissenschaftler täglich zu lösen versuchen. Und sobald in unserem Verständnis der Gravitation ein Funke neuen Wissens aufblitzt, können sich nicht nur wissenschaftliche Artikel, sondern auch die Theorien über den Aufbau des Universums grundlegend verändern. Lassen Sie uns zeigen, wie die Medizin dieses Wissen auf ein völlig neues Niveau hebt, um unser Leben hier auf der Erde zu erleichtern. Durchbrüche in der Weltraummedizin. In den Labors der NASA wird intensiv an Innovationen gearbeitet, die nicht nur die medizinische Praxis im All, sondern auch auf der Erde revolutionieren könnten. Während die Technologie des 3D-Drucks von Organen noch eine Aufgabe der Zukunft ist, wird in Labors auf der Erde intensiv geforscht, um diese Aufgabe für die praktischen Anforderungen des Weltraums realistisch zu machen. Solche Entwicklungen versprechen große Veränderungen in der Zukunft. Unterdessen werden an Bord der Internationalen Raumstation fortschrittliche Widerstandsgeräte wie das Advanced Resistive Exercise Device, kurz ARED, eingesetzt. Diese Technik ermöglicht es den Astronauten, dem Verlust von Muskelmasse und Dichte unter Mikrogravitationsbedingungen entgegenzuwirken. Das Training mit dem ARED hilft, die körperliche Fitness selbst dort zu erhalten, wo die gewohnte Schwerkraft fehlt. Die NASA legt auch Wert auf die Entwicklung kompakter und autonomer medizinischer Geräte. Im Projekt Crew Medical Officer Digital Assistant, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde, werden KI-Ärzte eingesetzt, die bei der Diagnose und Beratung der Besatzung helfen. Solche Lösungen sind in der Lage, die traditionellen Methoden der medizinischen Versorgung bei Weltraumexpeditionen zu verändern. Darüber hinaus investiert die NASA in die Entwicklung technologischer Innovationen wie Nanosensoren und tragbarer biomedizinischer Geräte. Diese Geräte können Biomarker im Blut und in der Atemluft analysieren und so eine rechtzeitige medizinische Versorgung unter den begrenzten Laborbedingungen an Bord gewährleisten. All diese Entwicklungen eröffnen eine neue Sichtweise auf die Weltraummedizin und tragen zur Verbesserung der medizinischen Versorgung auf der Erde bei. Es bleibt nur abzuwarten, welche alchemistischen Veränderungen in der Welt der Energietechnologien stattfinden werden, die neue Errungenschaften für die Raumfahrt und unser Leben auf dem Planeten bringen können. Alternative Energiequellen. Weltraumreisen stehen vor einzigartigen energetischen Herausforderungen und die NASA sucht aktiv nach Lösungen in diesem Bereich. Einer dieser bahnbrechenden Schritte war der experimentelle Start des Sonnensegels ACS-3 am 24. April 2024. Das Gerät, das vom Weltraumbahnhof in Mahia, Neuseeland gestartet wurde, nutzt den Druck des Sonnenlichts und nicht den Wind, um Geschwindigkeit zu gewinnen. In Zukunft könnten solche Segel Raumfahrzeuge auf bis zu 120.000 Kilometer pro Sekunde beschleunigen, wodurch die aktuellen Rekordhalter wie die Voyager 1 mit ihren 17 Kilometern pro Sekunde zu langsamen Veteranen werden. Eine weitere vielversprechende Technologie sind Kernreaktoren wie das Kilopower-Projekt. Dieser kompakte Reaktor wird für die langfristige Energieversorgung von Missionen auf dem Mond und dem Mars entwickelt. Kilopower befindet sich noch in der Testphase und sein Einsatz ist in der Zukunft möglich. Dies verspricht eine zuverlässige Energiequelle, die in der Lage ist, bemannte und robotergestützte Missionen fernab der Erde zu unterstützen. Ebenfalls im Arsenal der NASA befinden sich Wasserstoff- und Ionenantriebe, die bereits praktisch erprobt werden. Diese Antriebe werden tatsächlich eingesetzt. Ionenantriebe zum Beispiel zeigen bereits Erfolge bei der Steuerung von Raumfahrzeugen. Dennoch werden neue chemische Treibstoffe weiterhin erforscht und ihr Potenzial ist groß. Obwohl viele dieser Entwicklungen im Weltraum entstehen, erfordert ihre wirtschaftliche und technische Umsetzung auf der Erde Zeit. Die Übertragung der Fortschritte im Energiebereich auf irdische Bedürfnisse befindet sich bislang noch im Stadium der Voruntersuchungen. Die bevorstehenden Entdeckungen der NASA ebnen weiterhin den Weg für weitere Innovationen, die unser Leben potenziell nicht nur im All, sondern auch auf der Erde verändern können. Es lohnt sich, der dunklen Seite des Mondes Aufmerksamkeit zu schenken, denn ihre Erforschung birgt bislang unerschlossene Ressourcen und Entdeckungen. Die dunkle Seite des Mondes. Die Rückseite des Mondes, die genauso viel Sonnenlicht erhält wie die sichtbare Seite, lag lange Zeit jenseits unseres Verständnisses. Dank der Bemühungen der NASA werden diese unbekannten Gebiete nun bald in den Mittelpunkt der Forschung rücken. Autonome Geräte und moderne Technologien bieten eine einzigartige Möglichkeit, diese geheimnisvolle Region zu erforschen, einschließlich ihrer geologischen Struktur und ihres mineralischen Reichtums. Unter der Oberfläche des Mondes könnten Vorräte an Helium-3 verborgen sein, ein seltener Isotop, der theoretisch als Brennstoff für die Kernfusion dienen könnte. Obwohl die Technologien zur Gewinnung und Nutzung von Helium-3 sich noch im Forschungsstadium befinden, könnte die Entdeckung solcher Ressourcen einen erheblichen Einfluss auf unsere zukünftigen Energiequellen haben. Die Rückseite des Mondes, die von irdischen Funkstörungen abgeschirmt ist, stellt einen idealen Ort für radioastronomische Forschungen dar. Das Fehlen solcher Interferenzen macht sie zu einer einzigartigen Plattform für die Erforschung der kosmischen Strahlung und des Sonnenwinds. Dies wird es Wissenschaftlern ermöglichen, Experimente mit hoher Präzision durchzuführen und sich auf zukünftige Weltraummissionen vorzubereiten. Obwohl es im Rahmen des Artemis-Programms bisher keine konkreten Pläne zur Errichtung dauerhafter Stationen auf der Rückseite des Mondes gibt, bleibt diese Forschungsrichtung vielversprechend.
Die Analyse der Daten aus diesen Untersuchungen kann viele kosmische Rätsel erhellen und sogar zukünftige Aufgaben der Menschheit bei der Erschließung des Weltraums beeinflussen. Nach erfolgreichen Forschungen auf dem Mond richtet die NASA ihren Blick auch auf den Mars. Dieser rote Nachbar der Erde wird die nächste Etappe bei der Ausweitung unserer Präsenz im Weltraum sein. Aber dazu später mehr. Jetzt besteht unsere Aufgabe darin, die Geheimnisse des Mondes zu entschlüsseln und neue Technologien in die Realität umzusetzen. Der Mars ist das nächste Ziel. Der Mars, dieser geheimnisvolle rote Planet, versetzt Wissenschaftler schon lange in aufgeregte Ehrfurcht wie eine verlockende Fata Morgana in der Wüste. Im Vorfeld der kommenden Missionen entwickelt die NASA immer ehrgeizigere Pläne. Ein besonderer Erfolg der Agentur war die einjährige Simulation des Lebens auf dem Mars im einzigartigen Modul Mars Dune Alpha. Diese Simulation bietet Wissenschaftlern wertvolle Erfahrungen bei der Lösung zahlreicher noch ungelöster Probleme. Auf dem Weg zu diesem nebulösen Ziel plant die NASA die erste bemannte Mars-Mission zu Beginn der 30er Jahre des neuen Jahrhunderts mit einer voraussichtlichen Ankunft im Jahr 2035. Selbst die fantastische Reise von 6 bis 8 Monaten pro Strecke und der anderthalbjährige Aufenthalt auf der unwirtlichen Oberfläche werden nur der Anfang sein. Obwohl die Konzepte für Marskolonien und Biozentren zur Nahrungsmittelproduktion bisher nur als Simulationen auf der Erde existieren, arbeiten Forscher aktiv an Projekten zur Lebenserhaltung. Ein längerer Aufenthalt auf dem Mars erfordert eigene Vorräte und wochenlangen Strahlenschutz, obwohl dies noch erforscht wird und Behauptungen über eine endgültige Panzerung bislang nur Zukunftsträume sind. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie SpaceX erweitert weiterhin die Horizonte. Allerdings bringen die aktuellen finanziellen Schwierigkeiten die Mars Sample Return Mission in Gefahr, was den Plänen, Marsproben zur Erde zurückzubringen, ein Element der Unsicherheit hinzufügt. Zudem deuten die aktiven Forschungen im Bereich der künstlichen Intelligenz darauf hin, dass diese eine bedeutende Rolle einnehmen wird, wenn auch in naher Zukunft noch nicht als vollwertiges Besatzungsmitglied. Diese Initiativen ziehen die Aufmerksamkeit von Enthusiasten auf sich, die ihre eigene Vision in die tatsächliche technologische Entwicklung einbringen. All dies geschieht vor unseren Augen, und es kommt der Moment, in dem die Welt beobachtet, ob wir endlich die Rätsel der kosmischen Dunkelheit entschlüsseln werden. Die nächsten Schritte führen zu Technologien, die es ermöglichen werden, einen unglaublichen Sprung in der Erschließung unseres Sonnensystems zu machen. Programme der künstlichen Intelligenz. Gerade jetzt entwickelt die NASA aktiv künstliche Intelligenz, um die Weltraumforschung auf ein völlig neues Niveau zu heben. Stellen Sie sich nur vor, Systeme, die in der Lage sind, die Flugbahn automatisch zu korrigieren, ohne ständige Kontrolle von der Erde aus. Solche Technologien werden bereits in der Praxis getestet, wie zum Beispiel beim Mars Rover Perseverance, der Elemente der autonomen Navigation durch die komplexe Marslandschaft beherrscht hat. Allerdings bleiben die endgültigen Entscheidungen dabei immer noch bei den Operatoren auf der Erde. Die NASA macht große Fortschritte bei der Weiterentwicklung von KI, damit autonome Systeme auch in großer Entfernung von der Erde Entscheidungen treffen können. Diese Richtung wird im Rahmen von Programmen aktiv weiterentwickelt, die mit den Missionen Artemis und dem Nancy Grace Roman-Teleskop verbunden sind, das sich der Mitte der 20er Jahre unseres Jahrhunderts nähert. Autonome Systeme werden in Zukunft nicht nur Routen auswählen, sondern auch mögliche Gefahren vermeiden können, indem sie leistungsstarke Algorithmen zur Datenanalyse nutzen. Gleichzeitig wird weiterhin an der Entwicklung von Forschungsrobotern gearbeitet. Sie werden ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Tiefraummissionen sein, bei denen die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung eine entscheidende Rolle spielen kann. Obwohl Tarntechnologien für Raumschiffe weiterhin der Science-Fiction angehören, sollte man nicht vergessen, dass vieles aus dem heutigen realen Arsenal der NASA einst ebenfalls wie ein Traum erschien. Die Einführung von KI wird neue Horizonte in der Erforschung des Weltraums eröffnen und uns vielleicht schon bald in die Zukunft führen, auf die wir gewartet haben. Noch spannender wird es herauszufinden, wie private Unternehmen zu diesen Entwicklungen beitragen. Ihre Rolle wird in der nächsten Stufe des Weltraumzeitalters entscheidend sein. Tarntechnologien. In einer Welt, in der das All noch immer die Grenze des Unbekannten ist, erforschen Wissenschaftler überall unglaubliche Technologien für zukünftige Missionen. Eines dieser Gebiete ist die Erforschung von Metamaterialien, die in der Lage sind, elektromagnetische Wellen zu manipulieren. Auch wenn die vollständige Unsichtbarkeit von Raumfahrzeugen bislang nur eine fantastische Vision bleibt, werden in diesem Bereich dennoch weiterhin Experimente durchgeführt. Es ist anzumerken, dass die NASA derzeit ihre Bemühungen nicht auf die Entwicklung von Unsichtbarkeit konzentriert. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung von Telekommunikationssystemen, Navigation und dem Schutz vor kosmischer Strahlung. Dennoch könnten die Forschungen an Metamaterialien, auch wenn sie sich noch in einem frühen Stadium befinden, in Zukunft einen neuen Blick auf Unsichtbarkeit eröffnen. Aussichtsreiche Entwicklungen in der Theorie beinhalten die Möglichkeit, Muster zu nutzen, die als Radarabsorption bekannt sind. Diese Technologien finden eher im Kontext der militärischen Luftfahrt auf der Erde Anwendung, aber im Weltraum bleibt ihr Einsatz eine theoretische Frage. Der Weltraum stellt besondere Anforderungen und die Anpassung der Technologien erfordert zusätzliche Forschung. Obwohl Gemeinschaften privater Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin aktiv mit der NASA zusammenarbeiten,
bleibt auch ihr Fokus eher pragmatisch und ist auf die Entwicklung neuer Raketen und Raumschiffe ausgerichtet. Derzeit haben Tarntechnologien in ihren gemeinsamen Projekten keine Priorität. Die Zukunft der Weltraumforschung liegt im Nebel, aber vielleicht wird das Verständnis von Metamaterialien eines Tages zu unsichtbaren Durchbrüchen führen. Diese Entdeckungen könnten das entscheidende Bindeglied sein, das Wissenschaft und Fiktion miteinander verbindet. Bis dahin gehen die Arbeiten weiter und die Ideen warten auf ihre Zeit, um sich voll zu entfalten. Werfen wir einen Blick auf den nächsten nicht trivialen Aspekt, bei dem private Unternehmen zu einem unverzichtbaren Teil des Wettlaufs ins All werden und die Vorstellung von den Möglichkeiten der Menschheit verändern. Die Rolle privater Unternehmen. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass private Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der Weltraumprogramme der NASA spielen. SpaceX, bekannt für seine Raketen Falcon 9 und Falcon Heavy, hat die Messlatte für Effizienz und die Einführung wiederverwendbarer Technologien höher gelegt. Doch derzeit verfolgt die ganze Welt das Starship-Projekt. Dies ist eine superschwere Rakete, die verspricht, die Art und Weise zu verändern, wie andere Planeten wie der Mars erschlossen werden. Nicht weniger ehrgeizig ist Blue Origin unter der Leitung von Jeff Bezos. Ihre Entwicklung, das suborbitale Raumschiff New Shepard, ist für touristische und wissenschaftliche Flüge bestimmt und das etwas größere New Glenn soll bald ins All starten. Diese Raketen werden mit einem Schwerpunkt auf Wiederverwendbarkeit entwickelt, was die Erforschung des Weltraums zugänglicher und wirtschaftlicher macht. Boeing, das sich auf bemannte Missionen spezialisiert hat, nimmt weiterhin aktiv am Commercial Crew Programm teil. Ihr Raumschiff ST-100 Starliner ist auf den Transport von Astronauten zur ISS ausgerichtet und arbeitet zudem intensiv an der Space Launch System Rakete für weitreichende Weltraumexpeditionen. Die Beteiligung der besten Luftfahrtingenieure an der Erforschung des Weltraums verleiht den Entwicklungen von Boeing eine besondere Bedeutung. Die NASA und private Unternehmen arbeiten auf Basis von Festpreisverträgen, was es der Agentur ermöglicht, sich auf den forschungsbezogenen Teil der Untersuchungen zu konzentrieren. Diese enge Zusammenarbeit senkt effektiv die Kosten und fördert Innovationen, wodurch das Raumfahrtzeitalter zu einer einzigartigen Errungenschaft wird. Die Zusammenarbeit der NASA mit privaten Firmen zeigt, dass die Grenzen des Weltraums für die Menschheit kein Hindernis mehr darstellen. Diese Symbiose aus Innovation und Wirtschaft eröffnet unberührte Horizonte für kommende Generationen. Die verbleibende Frage ist die Lösung ethischer Probleme, die einen bleibenden Eindruck in der Geschichte der Weltraumforschung und ihrer Auswirkungen auf die Menschheit hinterlassen könnten. Eines ist klar, uns erwarten neue Entdeckungen, aber es ist wichtig zu verstehen, wie sie sich auf moralische Entscheidungen und die Zukunft der gesamten Menschheit auswirken werden. Ethische Dilemmata. Wenn wir über geheime Experimente der NASA sprechen, sollte man klarstellen, nicht alle Experimente sind verschleiert. Dennoch nehmen ethische Fragen nach wie vor eine zentrale Rolle in den Diskussionen über die Zukunft der Weltraumwissenschaft ein. Die Erwägung genetischer Modifikationen im Weltraum ist eines dieser heißen Themen, befindet sich jedoch auf der Ebene realer Projekte bislang nur im Stadium einer Hypothese. In diesem Bereich sollte der Fokus darauf liegen, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft mögliche Szenarien diskutiert und welche Aspekte noch einer Klärung bedürfen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Vermeidung von Biokontamination, also der Verschmutzung anderer Planeten und Monde. Internationale Abkommen sorgen für den Schutz dieser Himmelskörper und der Erde vor unvorhersehbaren Folgen. Die NASA hält sich an eine Politik des verantwortungsvollen planetaren Schutzes, was die Erforschung anderer Welten strengen Vorgaben unterordnet. Auch die künstliche Intelligenz bleibt nicht unbeachtet. Ist es nicht spannend, sich Systeme vorzustellen, die Raumfahrzeuge eigenständig steuern könnten? Auch wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, an dem KI den Menschen übertrifft, beschäftigen diese Entwicklungen die Wissenschaftler sehr. Die NASA entwickelt autonome Technologien mit dem Schwerpunkt auf der Erhöhung der Sicherheit und Effizienz von Weltraummissionen und lässt dabei Diskussionen über Verantwortung und Ethik offen. Dinge, die als Geheimnisse bezeichnet werden, sind in Wirklichkeit meist offen für wissenschaftlichen Diskurs und die Bewertung durch Ethikkomitees. Dieser ständige Dialog hilft dabei, zwischen erstaunlichen Entdeckungen und der Verantwortung für deren Folgen das Gleichgewicht zu halten. Transparenz und Zusammenarbeit zwischen Nationen und Agenturen spielen eine Schlüsselrolle. So leistet die NASA einen wesentlichen Beitrag zu unserem Verständnis ethischer Innovationen und lässt den Zuschauer an der Weggabelung zwischen der Erwartung neuer Durchbrüche und moralischer Entscheidungen zurück. Die Erwartung neuer Horizonte kann nur durch unser Wissen und unsere Bereitschaft für kommende Herausforderungen genährt werden.